Moin moin ihr lieben Landratten, Seebären und Bärtige mit oder ohne Bart. Willkommen zu einem nächsten Let's Play mit Robert Thomas, der zukünftige neue Captain einer anderen USS Eberswalde. Ich betone das extra, weil man schon herausgefunden hat, dass es auch schon bei bei der Schlacht von 350, bei Wolf 359 die Schlacht, da auch zwei Melbournes gegeben hat. Einmal eine Excelsior-Klasse und einmal eine Nebula-Klasse. Warum sollte es ja nicht auch zwei Eberswalde geben, nicht? Na gut, ich schweife ab. Dann beginnen wir. Persönliches Logbuch. Sternzeit 86129. Tilval, Wissenschaftsoffizier. Wir sind jetzt in Hiva-System angelangt und unser Captain ist ziemlich, also Robert, den ich ja als Freund betrachte, ist ziemlich angespannt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, dass der Tal Shiar vielleicht da irgendwas damit zu tun hat. Weiß man nicht. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, ich muss nachher zur Krankenstation. Ich glaube, ich muss ein Medikament nehmen. Ich glaube, mein Ponfar bricht gleich aus. Oder ich habe das Gefühl, dass es ausbrechen will. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, wenn Ponfar. Ich glaube, ich werde nachher mit Robert persönlich unterhalten. Captain, die Remaner planen eine Magnetisitmine in diesem Bereich anzugreifen, aber die Liste, die wir geborgen haben, enthält keine genauen Koordinaten. Ich weiß, dass wir im richtigen Bereich sind, aber alle Monde in diesem System sind bewohnt und unsere Sensoren werden durch den Magnetisit beeinträchtigt. Wir müssen jeden Mond kontaktieren, um bestimmen zu können, welche davon die Remaner tatsächlich ins Visier genommen haben. Xavier, machen Sie es so. Rufen Sie Montereloi. Falls ich es überhaupt richtig ausgesprochen habe. You've stuck your nose in our business for the last time, Starfleet. All ships, attack! Attack! Also dieser Mond war es nicht.
Scannen Sie den Mond. This moon is private property. No solicitors, beggars, or Starfleet allowed. Sie sind hier nicht besonders gastfreundlich, oder? Das ist eine gefährliche Gegend und seit der Zerstörung von Romulus ist es nun noch schlimmer geworden. Es könnte schwierig werden, jemanden zu finden, der uns vertraut. Da stimme ich zu, Tevrel. Hast du auch noch was zu sagen, Tevrel? Nein. Nein? Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne mal eben kurz zur Krankenstation gehen, Captain. Machen Sie das. Aber sonst geht's Ihnen gut. Ich weiß es noch nicht, Captain. Ich komme später. Okay. Mach mir schon langsam Sorgen um Teval. Rufen Sie diesen Mond. Hello, my good friends. I'm so happy to meet you. Perhaps you are in the market for some high-quality magnesite? We have the finest ore in the quadrant. On behalf of the miners and residents here, I'm more than happy to welcome you to our home. Please transport to the surface. Verstanden, Madran. Unfortunately, the large amounts of extremely pure magnesite ore in the core of our little world will interfere with your sensors. For safety reasons, I must insist that you use the transporter signal enhancers that I have installed at my own expense. Also, I know you Starfleet types are so fond of your away teams, but could you please restrict the number of crew you bring down to the surface? My people here aren't used to strangers, and you wouldn't want to disrupt their work, would you? Na gut, bis gleich. Sir, wenn Sie bereit sind, dann können Sie zum Transporterraum gehen. Werde ich machen. Ich gucke mal, wem ich mitnehme. Ja, Flores, wir kommen mit. Oder? Teval, sind Sie wieder topfit? Ja, Captain. Dann nehme ich Sie mit. Fertig machen zum Beam. Energie. Dann komm. Ist alles in Ordnung, Thomas? Ja, Teval. Mir ist so, als ob ich irgendwie beobachtet werde. Das ist alles. Ja, mir geht es ähnlich. Vielleicht liegt es daran, dass die keine Fremden mögen.
sind ja eigentlich Ihre Leute, die hier herumlaufen, oder? Robert. Ich bin zur Hälfte Vulkanier, wie Sie wissen. Habe ich komplett vergessen. Madran? On behalf of everyone on this forsaken rock, let me be the first to welcome you to Hathara. As you can see, we don't have time for pleasantries. And I'm not sharing my Tranya stash with you. So, why don't we skip the chit-chat and get down to business? Natürlich. Ich habe gehört, dass Sie eine ausgezeichnete Quelle für Magnesit sind. Was macht Ihre Mine besser als andere im Sektor? Unfortunately, I cannot call this mine my own. I'm just a middleman. Out of the goodness of my heart, I help the residents here pass on the products of their hard work to commercial entities such as yourself. The minuscule transaction fee and trade tariff I keep to offset my expenses is figured into the unit cost of the ore. My operation has become one of the best in the area because of the high demand for my services from both sides. I provide the best mining equipment and supplies in the sector to the miners, while my customers get competitive pricing on the ore they need. Haben Sie weitere Informationen zu der Mine selbst? I don't pay much attention to that. Miners have empty carts and they return with ones filled with ore. If you're that interested, you could visit the mines themselves, but I don't recommend it. It's such a dirty, disagreeable business. And I'm convinced that breathing ore dust for too long is terrible for you. The miners who live near my quarters used to keep me up night after night with their dreadful coughing. I had to install soundproofing just to get some sleep. Are you sure you wouldn't rather look at the ore I have for sale? Danke, aber ich würde gerne zuerst mit den Bergarbeitern reden. Really? Suit yourself. Just remember, I have an exclusive contract to export magnesite ore from this moon. If you try to cut me out of your deals, you'll regret it. Ich habe nur ein paar Fragen, bevor wir ein Geschäft miteinander abwickeln. Ich komme wieder, wenn ich soweit bin. Madran wird von uns keine Antwort auf unsere Fragen geben. Warum die Remaner diesen Platz anvisieren? Aus Angst? Dass er uns vor einem möglichen Kauf vergault? Wenn wir einige der Bewohner fragen, was hier los ist, liefern sie vielleicht mehr Informationen. Gute Idee, Teval. Lass uns gehen. Eine Rolle nach vorne, eine Rolle nach hinten, eine Rolle. Entschuldigung, haben Sie etwas, kann ich Sie irgendwas fragen? Wir sind hier nicht häufig Fremde. Was wollen Sie? Erzählen Sie mir von Ihrem Leben hier. What can I say? We exist. I mine because there's nothing but rocks on this forsaken planet. If I'm lucky, I dig enough ore to make my quota and Madran pays me. If he pays me, I can eat and have a warm place to sleep. If we don't make our quotas, there's nothing. Even if I do have latinum, most of it goes to Madran to pay my debts, and the rest he takes in exchange for the supplies he imports. I would leave, but I owe too much to Madran to ever earn enough to buy my passage off this place. Besides, where would I go? Danke.
Entschuldigung? I'm sorry, I really can't talk at the moment. I have to finish a survey of the area so the miners can start work on a new mine shaft. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? As much as I'd appreciate someone else to lug around this heavy equipment, it's all very delicate, and I'd only trust a capable scientist to help me. Okay, wenn ich jemanden treffe, der helfen kann, sende ich es zu ihm. Aber TWL, du bist doch Wissenschaftlerin. Entschuldigung? Jolantro, Fremder. Was können Sie mir über diese Gegend erzählen? Stay in the settlement. Don't go down into the mine. And whatever you do, don't leave this area. I do not wish you harm, stranger. And there are many dangers here. There is a group. They rule the mine. And they are dangerous. Even Madran fears them. If you avoid them, they will ignore you. And defy them, and they will turn on you. Last week, a good man died because he would not give them what they wanted. He was not the first. There are many monsters on this moon that you would be wise to avoid. Outside of the settlement, there are packs of wild animals. If you take a warrigal from its mother when it's very young, it can be tamed. If you wait too long, they are savage. Packs of wild warrigal roam the edges of our settlement. Often they prowl the refuse piles, looking for scraps of food. A pack of warrigal can kill even a strong man. And you must be careful when you are in their territory. And they are not the only monsters here. The miners tell stories about creatures made of stone who can burn you to cinders. I have not seen one of these creatures myself, but I know that many people who enter the mine do not leave it. Haben Sie verdächtige Gestalten gesehen? You're the first outsider I've seen in a long time. There's no reason for anyone to want to come here. Okay. Vielen Dank nochmal. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? I can't talk to you. I can't talk to anyone. I'm on the run. And if those thugs see me talking to you, then you'll be in danger too. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? I need someone who's not afraid of a fight. There's a group here that's beating and stealing from us. Madran doesn't do anything to stop it. For all I know, he's getting a cut of everything they take. They're making life miserable for all of us. Would you be willing to help? Zählen Sie auf mich. There's a group of bullies that have been stealing from us. If we don't give them what they want, they beat us. I had a friend. All he was trying to do here was feed his family. Be a good man. He had an old bottle of ale. He said it was from the homeworld. One of those thugs wanted it. Now, my friend is dead. I'm too weak to stop them, I know that. And now I have my friend's children to feed in addition to my own. But if someone were to teach them a lesson, this camp would be a better place for all of us. Das mache ich schon.
Ist alles in Ordnung. Hier irgendwelche komischen Raulis zu finden? Puh. Doch schon mal an der Stelle. So, wo war er jetzt? Wo war jetzt der Flüchtling? Thank you. Those guys have been giving everyone a lot of trouble. These thugs are part of a larger group that operates deep inside the magnesite mine.
They control the lower levels, and no one who goes down there uninvited ever comes back. I don't know what's so important down there that's worth hurting us to protect it. Maybe if you went down there, you could get some answers. Merkwürdig. So, Madran. Das muss ich jetzt erforschen. So. You want to go in the mine? Are you really interested in buying any magnesite? Or are you just here to cause trouble? Because if it's the latter, I know someplace you can start a little ruckus. There's a gang that controls the bottom levels of the mine. They won't even let me in there. Previously, I allowed them to keep their little kingdom in exchange for information. But lately, they've been more trouble than they're worth. And the intel they're feeding me is useless. Honestly, who doesn't know about the green invasion of the fairy space? Ich werde mir die Information zu Herzen nehmen. Dann kommt Tevral. Lass uns mal sehen, was da in der Mine los ist. Ja, Robert. What do you want? Ich möchte in diesen Bereich hinein. This area is restricted. Only people my friends and I like may enter. And I don't like you! Wenn Sie mich etwas besser kennenlernen, mögen Sie mich vielleicht besser leiden. You don't belong here. And I'm done talking with you. Leave now! Or suffer the consequences. Es ist mir eine Freude, meine Zeit mit Ihnen zu verschwenden. What do you want? Gehen Sie mir besser aus dem Weg. Aua. Enemy targets on sensors. Autsch. Wieso gibt es keinen diplomatischen Weg? Ich weiß noch, bei meinem Hauptcharakter habe ich es einmal geschafft. Kritik! Captain, da ist eine Reihe von Platten in diesem Bereich. Sie sind nicht sehr modern, aber die Romulaner mussten vielleicht auf den veralteten Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen.
weil die Magnetitadern in dieser Höhle Störungen auslösen. Das Problem ist, dass dies Magnesit auch unsere Tricorder nahezu nutzlos macht. Wenn es etwas auf diesem Mond gibt, das die Remaner so sehr eliminieren wollen, dann, dass sie Teleronwaffen benutzen, dann müssen es hier sein. Wir müssen herausfinden, wie man die Druckplatten verwendet und enthüllen, was immer die Romulaner zu uns verbergen versuchen. Ich vermute, dass wir 2 davon aktivieren müssen, um die Tür zu öffnen. Eine gute Idee. Einmal. Die Frau. Bin ich jetzt blöd oder was? Hallo? Mal zurücklaufen. Sag mal, das ist doch nicht so schwer, oder? Willst du mich veräppeln? So. Endlich. Sesam, öffne dich. Man könnte sagen, ich habe eine magnetische Persönlichkeit. Komm, Teval. Teval. Wie komme ich jetzt auf Teval? I give the orders here, Commander. You are out of line. With all due respect, sir, there is a difference between protecting the Empire from her enemies and provoking... There is much here you do not understand, Janek. The Remans need to know their place. As do you. I will not forget your insubordination, Commander. The Tal Shiar has no place for officers who cannot follow orders. I'll be in the command center. Colonel, they were civilians. Their blood is on our hands. Get used to it. There will be more. Speaking of which, why don't you clean out the brig before you become a resident there? Analysieren in diesem Raum scheint völlig in ihre Arbeit vertieft zu sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir uns vorbeischalten können. Na, ich weiß nicht recht.
I almost feel sorry for you, but I have my own neck to worry about. I'll be joining you in there soon enough. If Hakiv has his way, we all will. Bleib mal da. In der Nähe gebohrt und ich habe mal Erlaubnis gebeten, die Kugeln untersuchen. Okay. Irgendwelche Kugeln kommen mir irgendwie bekannt vor. Okay, warte. Es sieht aus, aha. Aha. Kommt mir sehr bekannt vor. Aua. Ja, sieht ziemlich geschmolzen aus. Dieses Loch ist durch solides Magnesit gegraben worden. Es ist präzise, um zum Minentunnel zu gehören, und es ist eine geringe Siliziumspur erkennbar. Seltsam, Captain. Es gibt nicht viele Kreaturen, die dazu imstande sind. Aber ich... Ah, noch einer geschmolzen. Keine Tötung. Keine Tötung.
Lassen Sie mich bitte gehen. Ich werde dich auch gehen lassen. Enough! I surrender. I value my life more than the Tal Shiar secrets. I'll tell you anything you want to know. But first, you must tell me why you are here and what you want. Warum will der arimanische Widerstand diese Basis zerstören? The Remans know about this base? Impossible! Only the leadership of the Tal Shiar know we're here. The Empress herself couldn't find us. I don't believe you, but it makes no difference. This is not a military installation. We listen and record here. Nothing more. There are many targets that those Reman scum would find much more tempting. Genug von diesen Lügen. Are you sure you want to end things like this? Ja. Enemy combatants in close proximity. How did you find this place? What else do you know? No matter. You won't be revealing anything to your superiors. It's disappointing I cannot give you a proper interrogation, but I have much to do and little time. The self-destruct sequence has begun. This base will be your tomb. Das noch. Der Reaktor erreicht den kritischen Punkt. Dann los, raus hier. Kommt, Leute. Oh nee, falsche Seite.
My mind! What have you done to my mind? Ich habe nichts getan. Sie haben eine Spionagezelle des Tal Shiar Schutz geboten. Tal Shiar? I'm shocked! I had no idea. I certainly wouldn't have sent you down there if you... Say, you didn't happen to find anything valuable down there, did you? Because if you did, remember, I have an exclusive contract. Lassen Sie die Lügen sein, Madran. Ich weiß, dass Sie wussten, wer und was dort unten war. And what's it to you? This is a rough area of the Quadrants, you know, and they're good neighbors. If you're not easily embarrassed, their cameras and listening devices are everywhere. I haven't had a single problem with Orions or Herodians since they moved in. And it doesn't hurt that I acquired the odd bit of information here and there. I'm a businessman, and information is big business. Wissen Sie etwas darüber, was Sie kürzlich entdeckten? Unfortunately, no. I'll admit, I was trying to find out, but their systems were locked down tight. I'm sure whatever it was had to be big news. Everyone was on edge. Janek and Hakeev were barely speaking, and I once heard Hakeev mumbling something about orders. Someone's been pulling his strings, but I don't know who. I do know that Tal Shiar takes security very seriously. If you manage to pull any files from their system, you can expect them to be heavily encoded. Trust me on that. I speak from experience. Now, if you'll excuse me, I have to go talk 100 Romulans into digging a new mine to replace the one you destroyed. My profit margin for this month is ruined. Behandeln Sie die Bergarbeiter gut, Madran. Sonst komme ich zurück. Madran scheint nicht viel zu wissen, Captain. Oder er ist zumindest nicht bereit, mit seinen Informationen ohne Bezahlung herauszurücken. Ich glaube nicht, dass er uns noch helfen kann. Wir sollten zum Schiff zurückkehren und unser Glück mit der Entschlüsselung der Dateien versuchen, die wir von Tal Shiar bereitet haben. Ich wette, dass diese nützlicher sind als alles, was Madran zu sagen hat. Kehren wir aufs Schiff zurück. Das sollte man häufiger mal machen, dass man was ins Schiff macht. Das ist das einzige Mal, dass man hier auf dem Schiff gehen muss, wenn man was erledigt hat. Also wirklich. Kryptik. Computer. Dateien öffnen. Bitte geben Sie eine Frage ein. Tal Shiar Dateienentschlüsselung. Hilfach. 5 Dateien hochgeladen. Eifer, Fülle, Dringlichkeit, Wechselwirkung, Abstimmung. Dateiöffnung Eifer. Datei Eifer. Namenswerte Aktivität im klingonischen Raum. Imperator Kales wurde im Brin-Raum gesichtet. Kanzler Jempok hat seinen potenziellen Gegner in Jarod. Das Haus des Tork wurde durch das Haus des Martok zur Auszeichnung vor den Hohen Rat gebracht. Das Focus 3 Butler Turnier hat einen neuen Champion. Champion ist gut. Dateistruktur analysieren. Keine normale Dinge gefunden. Wird von anderen Datei als Bezug genannt. Wechselwirkung. Aha, fehlerhafte Informationen ändern. Rat? Nee.
Auszeichnung Akte des Verrates. Dateistruktur. Gott. Der Tal Shiar plant einen Angriff auf rimanische Basis. Wir müssen diese Information sofort an Admiral Tener auf der Sternbasis 39 Sierra übermitteln. Weiter. Tevrel, verbinden Sie mich mit Admiral Temer. Bitte hier auf diesen Terminal umleiten. Ja, Sir. Admiral ist auf der Leitung. Danke. Durchstellen. The Tal Shiar records you recovered showed that Hakeeb and his forces have been targeting the Remans for months. Obasek and his followers have been driven from their homes, had their ships destroyed, and their loved ones killed or imprisoned. Some might say that Obasek's campaign against the Tal Shiar is just. However, Obasek was planning on using Thalaron weapons in the Bahar system, which would have killed hundreds of innocent civilians, as well as the Tal Shiar cell there. This is the problem with revenge. Violence and fury only create more pain and suffering. Congratulations, Lieutenant Commander. Was werden wir unternehmen, um den Romulanischen zu helfen, wie etwa diese Minenarbeiter? Since the destruction of Romulus, the Federation has done all it can for the survivors and the Romulan colony worlds. Many of our aid shipments were stolen or diverted for use by the Romulan military. Others were rejected out of pride or suspicion. Nonetheless, we will not stop. It is my belief that a lasting peace with the Romulans is possible, but it will not be attained through treaties. Only by reaching out to individuals, as you did in the Bahar system, can we sweep away decades of mistrust and hostility. I have new missions for you. Danke. Kamerun, Ende. Puh. So, wir machen hier Cut. Es ist auch schon ziemlich lang. Wenn es euch gefallen hat, ne, wie immer Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und Glocke betätigen. Was ist heute los mit mir? Eieieiei. Okay, dann bis dann und tschüss, bis zum nächsten Mal.